Hallo und herzlich willkommen in diesem Video, wo ich mal wieder Wissen gegen Lebenszeit eintauschen möchte. Und zwar, ja, ich bin in eine Situation geraten. Wie ihr seht, habe ich hier einen Aufbau vor mir. Ich habe ja gesagt, ich wollte 3 Anime-Models vergleichen und euch mal in einem Video zeigen, weil ich nicht so sehr im Anime-Bereich bin, ne? Aber es gibt, glaube ich, viele Anhänger davon und ja, dann habe ich mir also diesen Workflow hier zusammengebaut und als ich mir das angeguckt habe, dachte ich, eieiei, das ist unübersichtlich, kompliziert und das geht auch besser. Und deswegen bin ich zu dem Entschluss gekommen, wir schauen uns ab jetzt mal Custom Nodes an. Custom Nodes, das sind von der Community entwickelte Nodes, die das Comfy UI ergänzen und erweitern, um den Funktionsumfang wesentlich, also extrem zu vergrößern. Und in diesem Video möchte ich euch mal so als Einstieg eigentlich die größte, kann man das so sagen, oder die übergeordnetste Custom Node zeigen. Und zwar ist das der Comfy UI Manager. Bevor wir damit allerdings anfangen, müssen wir uns kurz über Git unterhalten. Git ist ein Repository, ihr kennt es wahrscheinlich. Der ein oder andere wird es kennen. Man kommt eigentlich dran vorbei, wenn man so im Bereich Coding etc. unterwegs ist. Ein Code-Repository in der Hand von Microsoft. Und ich empfehle dringendst für die Custom Nodes den Installer zu installieren auf eurer Windows-Maschine. Den Link hier zu dieser Seite, Install Git, das ist der offizielle GitHub-Link. Den werde ich euch natürlich in die Beschreibung packen. Von hier aus kommt ihr über Install Git on Windows hier zum letzten Windows-Installer. Ladet euch den runter, installiert die ganze Chose und dann sollte das schon funktionieren, weil das ist einfach super praktisch, um Custom Nodes später zu maintainen. Ich zeige euch zwar noch eine andere Variante jetzt hier in diesem Video, aber nicht alle Custom Nodes werden dadurch abgedeckt und es ist immer gut, Git zu haben an dieser Stelle. Ne, als kleine Einleitung werde ich wahrscheinlich auch kurz in den Folgevideos, wenn wir uns mal so ein paar Node Collections genauer angucken, nochmal erwähnen, aber ne, als genereller Tipp, installiert euch Git auf die Maschine und dann geht alles besser. Ich weiß, schlechter Witz, Entschuldigung. Was wir uns heute angucken wollen, ist der sogenannte Comfy UI Manager. Und zwar ist das eine Node, die sich mehr oder weniger nicht als solche verhält, sondern unser Menü, unser Comfy UI Menü um viele nützliche Dinge erweitert. Die werde ich euch gleich zeigen. Hier seht ihr schon mal so die Überschriften und ein paar Screenshots. Da klicken wir uns aber gleich live durch, weil ich das mit euch auch live installieren werde jetzt mal. Ich habe es nicht vorher gemacht. Einfach weil ich da auch nochmal durch den Installationsprozess mit euch durch wollte. Zum Installieren gibt es hier 2 Varianten. Eigentlich 3 würde ich schätzen. Aber wenn ihr Git installiert habt, man kann das eigentlich auch immer runterladen als Code und dann ins Verzeichnis reinkopieren. Das würde ich euch aber nicht empfehlen. Wir gehen hier mit der Git-Variante. Und das wäre hier die Installationsmethode 1. Die werden wir gleich machen. Installationsmethode 2 für die Portable Comfy UI Installation, wie wir sie ja auch haben. Wir haben ja Comfy UI Windows Portable installiert. Also ich zumindest. Ich weiß nicht, welchen Weg ihr gegangen seid. Ich habe es so gemacht. Hier könnte man sich auch dieses BAT-File runterladen und in den Startfolder packen. Also hier oben seht ihr das ja, Comfy UI Windows Portable also in diesen Ordner hier wäre das, reinpacken und ausführen. Wenn wir uns das mal angucken, sehen wir hier, dass dieses BAT-File im Prinzip im Embedded Python Verzeichnis eine Python-Variante von Git installiert. Das funktioniert natürlich auch. Ich bin aber eher für die große Git-Installation, weil es dann auch außerhalb von diesem Manager funktioniert. Deswegen machen wir mal hier Installationsmethode 1. Die ist im Prinzip relativ easy. Wenn ihr Git installiert habt, dann könnt ihr, hier steht zwar cd custom nodes, das brauchen wir hier allerdings nicht.
Wir schauen mal. Installation, you can following step. CD Custom Notes. Das ist nämlich hier im Comfy UI Folder Custom Notes. So, wenn wir in diesem Ordner sind, geben wir einmal ein. Also ihr klickt, Moment, ich mache es zu schnell wahrscheinlich. Ihr klickt hier oben in die Pfadleiste rein, gebt hier CMD ein, dann öffnet sich eine Konsole. Und diese Konsole, hier müsst ihr eigentlich nur noch das hier, den zweiten Step kopieren, in die Konsole reingehen. Moment, einmal läuft Comfy UI und hier, das ist unsere Konsole. Ich mache auch parallel mal dazu den Explorer auf, kopiert es hier rein mit rechter Maustaste und drückt Enter. Und wir sehen, es rattert los und was passiert ist, Git hat sich jetzt aus dem Repository hier hinten die aktuellste Version vom Comfy UI Manager gezogen, der sich jetzt hier in unser Custom Notes Verzeichnis installiert hat. Das Praktische ist, wenn ihr das über Git macht. Ich mache das hier nochmal zu. Ihr könnt in so einen Ordner reingehen. Ihr seht, hier oben ist ein Git-Ordner mit dabei. Das heißt, die Verknüpfung zum Git-Repository ist gegeben. Wenn ihr hier oben in die Command-Line, in die Pfad-Line klickt und hier CMD eingibt, dann seid ihr hier immer automatisch in dem Verzeichnis, wo ihr das gemacht habt, und ihr gebt git pull ein. Dann könnt ihr nämlich ganz easy das gesamte Verzeichnis updaten. Wir sind natürlich already up to date, wir haben es ja gerade erst installiert, aber sobald Updates vorhanden sind, könnt ihr das mit einem mit Git verbundenen Ordner einfach mit CMD, Command Line auf, git pull, und ihr kriegt die neueste Version davon. Okay, jetzt wo wir den Comfy UI Manager als Custom Node installiert haben, können wir einmal Comfy UI neu starten. Das mache ich einfach, indem ich hier das schließe. Dann sagt das UI Reconnecting. Wir sagen Run NVIDIA GPU BUT. Zumindest in meinem Fall. Ich weiß nicht, ob ihr mit CPU arbeitet. So, jetzt hat sich was getan. Und wir sehen, also neben diesem absolut kruden und unübersichtlichen Workflow hier hinten, sehen wir, dass hier unten jetzt dieser Manager-Posten aufgetaucht ist. Und wenn wir da draufklicken, dann sehen wir auch das, was wir eben auf der GitHub-Seite gesehen haben. Moment, das triggert mich, das muss ich mal in die korrekte Reihenfolge. So, Entschuldigung. Also die Screenshots. Use LocalDB. Der Comfy UI Manager benutzt eine Online-Datenbank, die auch im Git-Repository liegt. Das kann man sehen hier auch in der Comfy UI Konsole dann, wenn er sich Updates zieht. Das wird alles protokolliert und ihr seht, womit er sich verbindet. Würde ich nicht machen, kann man machen, aber warum? Ich habe lieber eine Datenbank, die von externen Quellen up-to-date gehalten wird, als mich selber darum kümmern zu müssen. Was haben wir sonst noch hier? Skip Update Check ist ein neues Feature, das wurde hier unten erwähnt. Ich glaube, dann prüft er einfach nicht mehr auf Aktualisierungen. Ist relativ neu seit meiner letzten Benutzung. Würde ich aber auch. Er soll uns ruhig sagen, ob es Updates für Nodes gibt. Wir klicken auf Install Custom Nodes und hier sehen wir dann eine Collection von gepflegten und möglichen Nodes, die wir über diesen Add-on Manager installieren können. Da gibt es für alle Anwendungsbereiche Nodes eigentlich. Wir beschränken uns auf 3 am Anfang, vielleicht 4, aber ich denke, mit 3 kommen wir ganz gut zurecht. Das zeige ich euch auch noch am Ende des Videos. Auf jeden Fall habt ihr hier eine generelle Übersicht der möglichen Plugins oder Custom Nodes, die ihr damit verwalten und runterladen könnt und dann auch benutzen. Und wenn man mal, ich habe da gerade schon eins gesehen, wenn man zum Beispiel hier auf den Link klickt, dann kommt ihr auch zu der entsprechenden GitHub-Seite und könnt euch durchlesen, was diese Node Collection noch im Detail macht. Natürlich je nachdem, wie detailliert der Ersteller hier eine README hinterlegt hat. Ihr könnt allerdings auch mit dem, das ist hier unten zum Beispiel wieder Installation, ne? Ihr könntet ja auch wie gehabt wieder in den Custom Nodes Folder gehen. Da oben reinklicken, CMD sagen, euch
diesen git-clone-Befehl hier kopieren, einfügen und ausführen und dann würde diese Node Collection trotzdem bei euch erscheinen, auch wenn ihr nicht den Manager benutzt habt. Aber im Moment gucken wir uns ja noch den Manager an. Hier werden wir gleich am Ende etwas installieren, aber erstmal hier mit diesen übergeordneten Menüpunkten. Install Missing Custom Nodes. Das ist super praktisch. Wenn ihr Workflows öffnet, die Custom Nodes benutzen, die ihr nicht habt, ist dieser Manager in der Lage zu erkennen, aus welchen Paketen es kommt und installiert die fehlenden Custom Nodes nachträglich hinzu. Jetzt haben wir natürlich gerade keine, ne? Es werden hier keine angezeigt, aber wenn ihr einen Workflow öffnet, der Custom Nodes benutzt und ihr habt ihn nicht installiert, dann sind diese Nodes in der Regel rot markiert über den Workflow hinweg. Und wenn ihr dann hier draufklickt, dann könnt ihr sehen, okay, ihr müsst folgende Custom Nodes installieren, damit der Workflow, den ihr importiert habt, auch funktioniert. Install Models ist dasselbe eigentlich wie Custom Nodes, nur dass ihr hier noch verschiedenste Models nachinstallieren könnt und nicht lange suchen müsst oder ähnliches. Es gibt auch hier, ihr seht hier vorne immer den Typ, es gibt VAEs, es gibt Upscaler, es gibt Phase Restores, Embeddings, also Textual Inversions, die bekannt sind. Und ja, die bekanntesten Models könnt ihr euch eigentlich hier auch mit direkt runterziehen, wobei ich das hier an der Stelle eigentlich nicht mache. Bei ControlNet könnte man sich noch überlegen, aber ich mag es lieber dann auch auf Civit AI oder so rumzustöbern und auch zu sehen, was diese Models können. Aber es ist auf jeden Fall eine Quelle. Update Comfy UI. Sollte das Update starten, die Konsole sagt auch Update Comfy UI und das ist der Punkt, warum ich es... Moment, is already up to date with the latest version. Achso, okay. Ich bin da immer ein bisschen skeptisch, ob es dann auch wirklich passiert ist im Hintergrund, weil eigentlich muss dann Comfy UI ja auch nochmal neu starten und ich gehe eigentlich immer den sichereren Weg, beende einmal hier Comfy UI und starte einfach mal die BAT neu. Genau. Fetch Updates. Hier wird euch angezeigt, für welche Custom Nodes es Updates gibt. Natürlich, wir haben noch keine installiert, deswegen zeigt das noch nicht an, aber dann bekommt ihr eine Liste, die ähnlich ist wie diese hier. Wobei, achso, ich habe auch gar nicht gesagt, wie ihr installiert, ne? Fällt mir gerade auf. Also hier rechts Install, ihr habt hier eine Column Install. Hier oben sehen wir schon, der Comfy UI Manager hat sich selber erkannt und bietet uns jetzt an, dass wir ihn ausschalten oder gar entfernen. Das machen wir natürlich nicht. Alles, was ihr sonst installieren wollt, klickt hier einfach auf Install und das rattert los. Das machen wir gleich noch. Und wenn es ein Update gibt, erscheint hier in der Spalte auch noch ein Update-Button für die entsprechenden Nodes oder Node Collections. Alternatives of Automatic 1111. Weiß ich jetzt nicht genau, was damit gemeint ist, Alternativen. Im Prinzip haben wir hier auch wieder eine Node-Sammlung von Custom Nodes, die man runterladen kann, die offenbar irgendwie als Alternativen für Automatic 1111 gekennzeichnet sind. Naja, gut. Habe ich noch nicht gebraucht. Vielleicht seid ihr da schlauer als ich. Comfy UI Community Manual. Das bringt einen im Prinzip auf die Seite, die ein bisschen versteckt ist, von der Comfy UI Seite dort über Examples und da gibt es dann einen Link, der diese Community Docs mit Work in Progress Markierung anbietet. Das habe ich schon mal gezeigt in einem Video. Die Dokumentation ist durchwachsen. Ich habe auch schon in den Kommentaren gehört, katastrophal. Da kann man eigentlich auch zustimmen. Es ist nicht komplett hier dokumentiert, aber zumindest haben wir hier einen ganz bequemen Link, um darauf zugreifen zu können. Müssen nicht über diese Verschachtelung Comfy UI GitHub-Seite, Examples, Work in Progress, Documentation und dann erst dahin kommen. Und Preview Method weiß ich noch nicht, was es macht. Ich habe eine Vermutung, ich weiß es aber noch nicht. Und die Vermutung deckt sich damit, dass ich auch eine Custom Node in meinem anderen Setup installiert habe und ich vielleicht noch nicht testen konnte, ob es das ist, was ich denke. Aber nun gut. So,
Eine Sache will ich noch kurz prüfen. Der Manager fügt sich nicht hier ein. Es gibt auch Custom Nodes, die hier das Menü erweitern. Das macht er aber nicht. Ich habe, kann man das sagen, den Fehler gemacht, dass ich sehr viele Custom Nodes über Git installiert habe und dann erst danach den ComfyUI Manager. Man verliert ein bisschen die Übersicht, wenn solche globalen Updates reinkommen, die zum Beispiel dieses Kontextmenü hier erweitern. Also abgesehen davon natürlich, dass eine Node hier ihren eigenen Unterpunkt kriegt, aber auch hier noch weitere Menüpunkte erscheinen, dass man dann nie ganz sicher ist, aus welcher Collection das jetzt kommt. Aber nun gut. So, wir gehen mal auf Install Custom Nodes und das erste, was ich euch empfehlen würde, wir können hier oben was eintippen. Ich gebe WAS für WAS ein und das ist nämlich hier genau diese WAS Node Suite. Wir gucken uns die mal an. Nur ganz schnell, ich denke, ich werde noch in separaten Videos darauf eingehen, die auch relativ kurz werden, glaube ich, weil viel zu erzählen gibt es da nicht, obwohl sie viel können. Aber man braucht wirklich nicht alles, was diese Nodes bieten. Zumindest nicht, wenn man nicht gerade, glaube ich, an diesem Anwendungsfall vorbeikommt. Und hier sieht man schon, wenn man hier Expand Node List drückt, da kommt schon einiges mit. So, das werden wir dann im separaten Video einmal ein bisschen durchgehen. Genau. Machen wir zu und installieren das mal. Wir klicken hier auf Install. Wir gucken mal, was die Konsole macht. Die Konsole hat jetzt gesagt, Installation was successful after restarting ComfyUI. Please refresh the browser. Und fetch data from, hier haben wir nochmal oder das Git-Repository, was angefragt wurde. So, jetzt sollen wir ComfyUI neu starten. Ging das nicht auch hier raus? Nein, das ging nicht hier raus. Dann machen wir es einmal so. Hier ist Connecting. Wir gehen hier hin. Wo sind wir denn hier gerade? Das sind einmal hier, nein, hier und Run NVIDIA GPU BUT. Man sieht dann auch schon beim Start, dass aus den Custom Nodes raus noch ein paar Dinge nachinstalliert werden und dass es mit der Zeit auch immer ein bisschen länger dauert, bis ComfyUI startet. Aber wir reden hier von Sekunden eigentlich, also keine Sorge. So, da tut sich jetzt was. Die Installation geht weiter. Also der Manager hat im Prinzip jetzt die Grundlagen gezogen vom Git Repository und jetzt beim ersten Start installieren sich noch Dependencies und ähnliches, die Custom Nodes selber nochmal anfragen. Kann sein, dass es jetzt beim allerersten Start ein bisschen länger dauert. Da kann ich aber noch einen Schluck trinken, weil ich habe heute irgendwie einen trockenen Hals. So, das sieht gut aus. Da ist ein Warning. Kann man im Prinzip meistens ignorieren. Und da ist ComfyUI neu gestartet. So, ich gucke nochmal eben in die Konsole, ob es hier irgendwelche Errors gibt. Er sagt, neues Pip is available. Das sollte aber nichts machen jetzt. Gut, wir schauen mal rein. Rechtsklick hier rein, Add Node und hier unten haben wir die WAS Suite und wir sehen, da ist ein ganzer Haufen an zusätzlichen Nodes reingekommen, die, wie ich schon sagte, werden wir nicht jetzt besprechen. Auch wenn wir es besprechen, werden wir wahrscheinlich, ich werde mal so ab 2, 3 Nodes, die ich super finde oder so, erwähnen, aber der Rest, das sind halt wirklich Dinge da, die braucht man dann wahrscheinlich, wenn man an dem Anwendungsfall vorbeikommt, wie ich schon sagte. So, das zweite, was ich empfehlen würde, wir gehen wieder auf Install. Das zweite wäre das Impact Pack. Wir können hier oben auf Impact gehen, suchen und hier haben wir schon das Ergebnis. Wir gucken uns auch das mal eben schnell an. ComfyUI Impact Pack. Das hat ein paar coole Sachen dabei, aber auch sehr viel, ja, wirklich Crack-Techie-Zeugs, Bitwise-Segmente und Masken und ja, das ist eigentlich
Ich frage mich, ob diejenigen, die es erstellen, es wirklich brauchten oder wo die Ideen herkommen, solche Nodes zu erstellen. Wir klicken auf Install. Wir gucken wieder zu, wie Comfy UI im Hintergrund auch einen Git-Clone macht von dem entsprechenden Repository und uns jetzt schon sagt, dass es installiert wurde. Wir starten Comfy UI wieder neu, schauen uns wieder einen nicht Installationsprozess oder doch ein bisschen Installationsprozess, ein bisschen Initiationsprozess an. Ein bisschen Gemecker ist immer dabei hier, diese Warnings und so. Hier sehen wir, wie jetzt noch ein paar Dependencies wieder nachgeladen werden. Updating Subpack, hier auch. Da ist ganz schön was los in der Konsole. Und jetzt startet es wieder. Schwupp. Ich frage mich, warum das Comfy UI immer sagt Reconnecting, wenn es danach sowieso einen eigenen Browser aufmacht. Aber nun gut. So, wir checken auch hier mal Add Node Impact Pack und da haben wir dieses auch. Ne, mit so, vielleicht erkennt ihr hier so ein bisschen wieder die Nodes, die wir schon in der Anleitung gerade gesehen haben von der Impact Pack GitHub Seite. Okay, auch hier werden wir nicht durchgehen, weil es ist so viel einfach und meistens, also ich benutze gerne eine Kombination aus verschiedenen Node-Packs für Convenience. Zeige ich euch gleich noch. So, und das dritte, was ich empfehlen würde, ist, dass wir suchen hier oben nach Tiny Terra Nodes. Auch hier gucken wir einmal kurz in die Beschreibung. Tiny Terra Nodes hat einen riesen Vorteil, den ich einfach liebe. Und den werde ich dann auch in einem Video nochmal beschreiben. Aber ich glaube, am Ende dieses Videos werden wir einmal kurz einen Blick drauf werfen können. Je nachdem, wie ich es jetzt schaffe hier. Wie wir ein bisschen mehr Ordnung in dieses ganze Zeugs reinkriegen. So, wir machen Install. Oh, das war schneller, als ich die Konsole hervorrufen konnte. Dann beenden wir das Ganze hier mal. Close. Starten Comfy UI neu. Gucken, wie lange das Tiny Terra Pack braucht. Ja, was passiert da? Aha, dankeschön. Da kam einfach nur ein Tiny Terra Pack loaded. So. Und vielen lieben Dank. Ich wusste nicht, woher es kommt. Es ist das Tiny Terra Pack. Das Tiny Terra Pack beschert euch offenbar hier eckige Verbindungen. Also, wie nennt man das? Ich wusste es mal. Also nicht mehr diese runden Verbindungen, sondern eckige. Was es schon wesentlich ordentlicher macht, finde ich. Aber ich muss jetzt gleich mal gucken, wie man das ausschalten kann. Ich meine, das ging. Das mache ich mal eben kurz. So, da bin ich wieder. Und zwar, ihr seht, wir haben jetzt wieder hier runde Linien. Ausschalten könnt ihr es, wenn ihr im Comfy UI Custom Nodes Tiny Terra Nodes, denn daher kommt's, und dann die Config Ini öffnet. Dann seht ihr hier unten ein Enable Interface. Das ist auf True gestellt. Ich werde das auch wieder auf True zurückstellen. Jetzt speichern. Wenn ihr hier ein False reinschreibt, wie es gerade war, dann habt ihr die alte Darstellung wieder. Gut, das machen wir jetzt mal eben. Ich beende Comfy UI, starte es neu. Dann sollten wir wieder die eckigen Linien sehen. Schließen. Kommt ein neues Fenster. So, und da sind sie wieder. Das ist der Trigger, um das zu machen. Gut, und ja, wie gesagt, das war eigentlich gedacht, um mal einen Model-Vergleich zu machen. 3 verschiedene Models mit selben Workflow und ja, LoRa's mit dabei, VAEs mit dabei. Es ist einfach, es ist ein Riesenwulst von Krempel und ich versuche das jetzt mal umzubauen und euch schon mal so ein bisschen Gefühl davon zu geben, wie viel übersichtlicher so etwas mit einem Custom Node Setup aussieht.
Also, dann sehen wir uns gleich wieder. So, und hier sehen wir das gleiche Setup dann nochmal mit angewandten Custom Nodes und ja, es ist deutlich übersichtlicher, oder? Wir haben alles hier, was man braucht. Wir haben hier links unsere Eingabetexte. Wir haben einen Loader für ein erstes Model. Wir haben Upscaling-Prozess mit drin, mit ControlNet, mit Upscaling Model dazwischen. Wir haben ein 2-Sampler-Setup und das gleiche für insgesamt 1, 2 und 3 Checkpoints. Und ich denke, ja, es sollte klar sein, wo die Stärke in Custom Nodes liegt. Also ihr könnt ja gerne dann schon mal ein bisschen rumprobieren mit diesen 3 Packs, die ich euch gezeigt habe, oder natürlich auch selber ein bisschen rumstöbern. Ihr kommt ja über den Comfy UI Manager jetzt einfach auf die GitHub-Seiten der jeweiligen Plugins. Schaut euch ein bisschen um und die Packs, die ich jetzt installiert habe, die werden wir uns später nochmal im Schnelldurchgang wahrscheinlich detaillierter angucken. Also viel Spaß beim Experimentieren. Bis dann, macht's gut und tschüss.